Der neue Ford Transit. Immer öfter sieht man ihn als Kastenwagen oder teilintegrierten. Und Etrusco hat sich eine Lösung einfallen lassen, die ihr getestet habt. Es gibt ja viele Hersteller, Zubehörlieferanten und da könnte man natürlich alles kaufen. Man kann es auch im Internet bestellen. Für wenig Geld gibt es Android-Radios. Aber ihr sagt, das Radio hier habt ihr schon getestet. Da muss ich nicht 5-mal zurückschicken. Das funktioniert richtig gut. Hallo Thomas. Sven, hallo, grüß dich. Herzlich willkommen hier bei Etrusco Originalzubehör. Ja, Multimedia-Pakete gibt es viele, wie du gerade gesagt hast. Es gibt viele Anbieter, es gibt viele tolle Geräte. Wir haben uns hier zu Xcent entschieden oder für Xcent entschieden. Ein gutes Entry-Einstiegsmodell. Jetzt hier natürlich Etrusco Originalzubehör mit dem entsprechenden Startbildschirm. Das sieht edel aus, das gibt auch Vertrauen ins Produkt. Aber was steckt dahinter? Nicht nur ein schönes Start-Boot-Logo, sondern auch mehr. Wir haben hier ab Werk, wenn der Kunde das bestellt, als Sonderausstattung ein Kabel schon verbaut, was dem Händler oder auch dem geschickten Kunden, wenn er das kann, die Möglichkeit gibt, hier ein Navisiever mit Rückfahrkamera als Plug-and-Play-System einzubauen. Also ich steck's rein und es geht? Steck's rein, es geht. Das Kabel ist alles da, ist alles vorbereitet. Wir stecken hier nur noch das Radio ein. Die Kabel liegen bereit. Das Kamerakabel liegt dann nach hinten. Das schauen wir uns gleich an. Das gibt es als Einfach- oder Doppelkamera. Und auch die wird nur eingesteckt, ohne Bohrarbeiten. Wenn man das hier jetzt verwendet oder kompatible Geräte. Das Xcent hat die Besonderheit, du hast eine sehr schnelle Eingabe. Das Thema Latenz, das kennst du ja. Oft sind da Prozessoren verbaut, die sind so langsam, dass es schon gar keinen Spaß mehr macht. Dann nimmt man sich immer das Handy, koppelt das per Bluetooth, sagt, ich habe einen großen Bildschirm. Aber du sagst, das Ding ist so schnell und ich sehe schon, der hat sogar die Slideshow bei DAB Plus mit drin. Das haben viele nicht. Hat er mit drin? Ja, hat er drin. Hat er das weitgehend ausgestattet, das Gerät hier, das Xcent XF285. Man sieht auch schon die Form für den Ford. Das kommt dem Originalgerät sehr nahe. Ist ein 9 Zoll Display, ein Echtglas-Display vor allem. Mit auch eine schnelle Reaktion, was ich da habe. Also das geht ruckzuck alles. Das ist ein Megathema, ist die Latenz. Das heißt, du machst irgendwas und das Ding reagiert nicht gleich. Reagiert. Also hier reagiert es tatsächlich sofort. Das Genau. ist, Wenn du mal gerade umschaltest auf DAB, mach mal bitte, dass wir das mal sehen. Also da haben wir DAB, eigene Taste jetzt dabei und du hast keine lange Wartezeit, das geht ruckzuck. Du hast zum Beispiel Baden FM. Oder das mache ich FM, dann bin ich da. Ja. Okay. Schalt wieder um auf DAB. Ja, eine Besonderheit ist, du hast hier vorne einen kleinen Stecker, da passt eine Micro-SD-Karte rein und da kannst du ein spezielles Navi machen, bei dem du die Höhendaten eingeben kannst. Das ist eine Besonderheit. Genau. Wir können hier über das Gerät in Verbund mit unserer Navikarte, die Inhalt des Multimedia-Paketes ist, die Höhe, Breite, Länge und Gewicht vom Fahrzeug mit eingeben. Ist eigentlich wichtig und das jetzt noch in Verbindung mit der Navigationssoftware, die wir mitliefern, ist das die optimale Verbindung. Somit haben wir immer die Möglichkeit, hier die sichere Route auch nehmen zu können, weil uns das Navi richtig vorschlägt. Xcent respektive Zenec hat da lange Tests gemacht. Die haben auch wirklich mal so kritische Stellen sind die abgefahren mit den Fahrzeugen. Das hat immer sehr gut funktioniert. Da sind wir auf einem sicheren Weg. Leider hier jetzt, da ist ein Mietfahrzeug, haben wir die Karte nicht dabei, weil hier ist der Kunde dann einfach, sagt, nee, ich will mich nicht auseinandersetzen hier mit einer eigenen Navigationssoftware. Ich möchte mein Handy nutzen. Haben wir hier natürlich auch die Möglichkeit, wir können hier jetzt neu auch das Apple CarPlay nutzen. Drahtlos? Nein, drahtgebunden. Okay. Ja. Und wir haben natürlich auch das Android Link mit dabei. Also jetzt haben wir hier beide Möglichkeiten, auch unser Handy hier mit anzuschließen und diese Navigation zu nutzen. Das hat sich tatsächlich am Mietsektor durchgesetzt, weil der Kunde möchte sich nicht groß mit neuen Geräten auseinandersetzen. Radio an oder USB und ich höre meine Musik, aber Navigation machen die oftmals über ihr Handy. Für den Endkunden, der sich dazu entscheidet, hier für sein Fahrzeug, da ist die Karte dabei, im Multimedia-Paket beinhaltet, mit 3 Jahren kostenlosen Kartenupdate, das haben wir ja auch, kann man dann auf der Homepage von Xcent relativ problemlos machen. Man ladet sich die Daten auf den Stick und kann dann über eine USB-Schnittstelle die Daten hier übertragen. Ja, wir sind in Leutkirch. Das ist jetzt speziell für den Ford designt, korrekt? Das ist es für den Ford designt. Wir haben das 275 dann für die
Fiat Ducato Modelle. Das hat einen richtigen 9 Zoll Screen, ist aber sonst von der Funktion identisch. Auch die Software ist identisch und die Hardware ist identisch. Neu am 275, 285 im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Sie sind etwas schneller geworden oder noch schneller und stabiler vor allem in der Software. Hängt das Ding am CAN-Bus? Nein, hängt nicht am CAN-Bus. Wir haben hier keinerlei Schnittstellen zum Fahrzeug. Deswegen, wenn wir hier das Ein-DIN-Radio ab Werk verbaut haben, können wir es problemlos umbauen. Also da haben wir keine Probleme mit. Nee, ich meine, wenn du jetzt hier lauter leiser machst, ob die Da ist ein CAN-Bus-Befehle... Interface dabei, das kann ich bedienen tatsächlich. Das Okay. Gerät kann ich bedienen über ein eigenes Interface aber. Ja. ist das dabei oder ist das ist optional? dabei. Das ist dabei, Genau, wenn du gerade lauter leiser machst, sagen wir so nett, ob das hier verbaut ist. Nee, hier am Lenkrad. Ja, wenn du startest. Also das geht nämlich üblicherweise über einen CAN-Bus, geht dann über das Interface wahrscheinlich. So. Warte mal, ich mach mal zu. Ich bin... So, Tür mal zugemacht. Nee, das ist die Trittstufe, sorry. Die Trittstufe ist draußen. Die ist nämlich daran gekoppelt. Jetzt haben wir es drin. Jetzt probieren wir das gleich aus. Thomas, keine Hektik. Wir haben alle Zeit der Welt. Ob das auch richtig angeschlossen ist, lass mich hier mal schnell gucken. Ja, komm. gigantisch. Darf ich dazu was sagen? Ja, genau, wenn du gerade mal leiser machst und ruhig mal aus. Das ist übrigens eine Besonderheit, weil viele Radios haben die Schnittstelle nicht. Die kaufen sich dann, ich sag mal, gibt's für 400 € auch teilweise richtigen Schrott im Internet, ja, kaufen sich dann so ein Ding und wundern sich, dass alle Tasten, die man wirklich, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, willst du nicht mehr nach rechts fahren, sondern willst hier lauter und leiser, du kannst skippen, du kannst deine... Ich kann skippen, ich kann muten, ich kann alles machen. Genau, hier. das geht alles darüber, über die Schnittstelle und das ist hier verbaut. Das ist eben auch wieder Originalzubehör. Kunde bedient dein Fahrzeug, wie du es hast. Und dann funktioniert das auch hier mit unseren Geräten. Das ist angepasst, das ist getestet. Das wird auch im Werk so getestet und freigegeben. Und erst dann gehen wir damit an den Start. So, jetzt sind wir hier. Wir wollten mal zeigen, die Rückfahrkamera. Denn da hast du immer das Problem, da bist du natürlich ein bisschen abhängig von der Kamera, die verbaut ist. Hier ist eine richtig tolle HD-Kamera. Jetzt haben wir hier eine Twin-Kamera verbaut. Jetzt haben wir hier den Rangiermodus mit einstellbaren Linien. Die kann ich hier noch im System einstellen. Und ich habe aber auch die Rückspiegelfunktion und sehe jetzt hier großflächig den hinteren Bereich, was ich während der Fahrt nutzen kann als Rückspiegel. Also das Bild flackert nicht. Ich habe ganz oft Flackern gehabt. Motor starten, auch dann flackert nichts hier. Es bootet sehr schnell, das ist mir auch schon aufgefallen. Das heißt also, wenn du irgendwas machst, ist es an, dann hast du binnen weniger Sekunden dann auch das Bild drauf. Und das mit dem Logo ist schon schick, oder? Das ist schick, ja. Macht es halt ein bisschen edler natürlich. So, bist du mit drauf. Und ja, Thema Cam, da habe ich schon so viele schlechte Kameras gesehen, muss ich fairerweise sagen, die da mit drauf sind. Und da, jetzt hat es gebootet. Und das ist die Kamera. Du hast eine sehr, sehr hohe Auflösung in der Kamera. Ja, habe ich leider keine technischen Daten da. Die sagen mir auch nichts, diese Zahlen dann, aber man sieht es hier am Bild in Verbund mit dem Display vom Xcent. Sehr schönes Bild. Ja. So, Thema Lautsprecher, da könnte man natürlich noch mehr nachrüsten. Habt ihr auch was im Programm? Für den Fiat Ducato haben wir ein Soundsystem, ja, von Jenert, das uns hier, wir kennen die Thematik beim Fiat Ducato, ab 70 haben wir so Dröhngeräusche, Kommunikation wird schwierig, entweder mache ich das Radio so laut, dass ich nicht mehr sprechen kann mit meinem Partner oder Partnerin an Bord. Oder aber ich lasse die Musik aus. Ganz schlimm Telefonie, Sprache, Podcast, hörst eigentlich gar nichts. Das haben wir mit Jenert für die Fiat Ducato Modelle sehr gut gelöst. Da ist eine kleine Endstufe bei, ist ein Plug-and-Play-System, 45 Minuten eingebaut, inklusive Endstufe. Die Kabel sind vorbereitet, wir brauchen keine Sicherungen extra oder sonstiges, wirklich gut. Und da habe ich dann wirklich die Sprache sauber dargestellt. Keine Disco, keinen fetten Bass, nicht, dass hier was wumpst hier drin, aber die Sprache ist sauber dargestellt, sogar bei höheren Geschwindigkeiten dann. So, hier sind wir. Also Preis von dem System, wie es hier ist? Also je nach Ausstattung, ob der Kunde jetzt das gesamte Paket kauft mit Kamera, je nach Kamera Single- oder Twin-Kamera, oder nur das Gerät. Aber als Beispiel jetzt hier das Paket in Verbund mit der Twin-Kamera, mit allem, was ich dazu brauche. Auch diesem Schalter. Der scheint zwar unscheinbar, aber ist ganz wichtig. Wenn ich im Stand bin beim Fiat Ducato Ford Transit, muss ich die Zündung anmachen zum Radio hören. Hier habe ich einen Schalter dabei. Ich drücke den Schalter auf ein, lasse den Rest aus und kann mein Radio bedienen. 1.320 € kostet das System. Gerät Xcent 285. Ja. Für den Ford, Navigationskarte dabei, den Schalter dabei und eben die Kamera am Heck dann. Komplett. Komplett.
Und Montagezeit beim geübten Händler rund 2 Stunden. Ja, dann ist alles drin. Oder auch weniger. Ich habe auch Händler, die machen es flotter. Schön für den Händler ist es, er kann gut kalkulieren. Er hat alles dabei, was er für die Montage braucht. Da kommt nichts mehr dazu. Fix und fertig. Das Ganze ist zertifiziert aus dem Hümer-Konzern für Etrusco. Ja, findet man wo ganz genau? Auf welcher Seite? Findet man auf etrusco-original-zubehör.de oder über die Etrusco-Startseite. Da sind wir verlinkt mit Etrusco Originalzubehör. Da gibt es dann die verschiedenen Pakete, da gibt es auch das Gerät allein, da gibt es auch ein Paket für die Campervans, da haben wir dann alle Möglichkeiten. So, das passt aber nur auf Fahrzeuge also auf Ford-Fahrgestelle von Etrusco. Genau, weil hier kann der Kunde ab Werk, wenn er sein neues Fahrzeug bestellt, die Vorverkabelung mitbestellen und dann haben wir eben dieses Plug-and-Play-System und es ruckzuck montiert und funktioniert. Okay, das heißt, wenn ich einen anderen Ford Transit habe, da wird das niemals funktionieren? Das funktioniert, ich brauche halt das Kamerakabel noch dann zusätzlich. Ja. Und das gibt es auch bei euch? Das gibt es auch bei uns, kostet 40, 50 Euro, ist kein Thema. Es hat der Aufwand dann, das von vorne nach hinten zu legen. Ja. Die Antwort wäre gewesen, nein, das passt natürlich auf alle Transit und so weiter und so fort. Aber ihr sagt natürlich Plug and Play, also bedeutet, der Geübte könnte es sogar selber einbauen. Ne? Plug and Play mit dem vorhandenen Kabel, dann ist es wirklich schnell montiert und dann funktioniert es. Ja. Super, ja, vielen Dank. Ja, kann sich das Kabel besorgen, kann sich das Kabel reinziehen, von vorne nach hinten, funktioniert auch. Aber dann sehe ich keinen Plug-and-Play-Effekt mehr. Dann habe ich 2, 3, 4 Stunden von Kamerakabel. Vielleicht ist schon was anderes drin im anderen Auto. Aber es gibt natürlich auch Adapter, kann man auch noch drüber reden. Aber hier, Etrusco, sind wir nicht vorbereitet. Und hier haben wir alle Möglichkeiten, dann das schnell, sicher und qualitativ hochwertig darzustellen. Thomas, mach mal bitte gerade mal über das Teil den leiser. Dass wir den, ach danke, nee, es geht nur um die GEMA. Dass wir das haben. Und du kannst auch ausmachen. Das passt auch. So, vielen Dank, Thomas. Du bist, ich sag mal, du betreust unter anderem die ganzen Marken aus dem Hümer-Konzern, so muss man sagen. Für Originalzubehör die Marken Etrusco, Carrado, Hümer und Eriba betreuen. In der Händlerbetreuung auf Messen und Produktschulungen etc. als Key-Account. Ja. Wenn du irgendwas siehst, was ziemlich cool ist, ich meine, das hast du ja hier auch gesehen bei Xtend, hast du teilweise einen Einfluss drauf, dass du die Sachen ausprobierst? Ja, also wir lassen die Lieferanten kommen, da haben wir auch sehr enge, gute Zusammenarbeit, dürfen das dann auch testen in unseren Fahrzeugen und entscheiden dann ganz klar mit und sagen, komm her, das ist unser Gerät, das wollen wir. Es gibt natürlich noch bessere, größere Geräte, aber es geht auch um den Kostenfaktor. Das ist ein gutes Mittelfeld, also in oberen Klasse im Mittelfeld ein Gerät, das jetzt alles drin hat, auch hier jetzt mit Apple CarPlay, endlich haben wir es drin und tolle Sache. Schnelle Bedienung hier über die Schalter. Die Favoritentasten kann ich jetzt auch zum Beispiel noch selber belegen. Wenn ich jetzt hier kurz drücke, dann würde jetzt Apple CarPlay kommen, habe ich so mal einprogrammiert. Drücke ich länger, würde jetzt auch die Kamera umschalten, aber ich habe sie hier schon drin. Also ich habe viele Möglichkeiten, aber nochmal ganz wichtig hier, die Navigationskarte, die dabei ist, Länge, Breite, Höhe, Gewicht ist einstellbar und die Navi-Software arbeitet mit diesen Daten. Ich habe 20.000 Stell- und Campingplätze mit dabei, europaweit. So, die sind dabei. Die sind dabei als POIs. Und aber auch noch das Händlernetz Etrusco ist auch dabei. Sollte man mal Hilfe brauchen oder mal einen Händler besuchen wollen irgendwo. Auch das ist mit auf der Karte mit dabei. Aktualisiert natürlich immer. Und regelmäßig Updates stehen zur Verfügung. Tschüss Thomas, Dankeschön.